Und jetzt wieder zum Thema unserer Sendung Veränderungen. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Veränderungen, die Sie besonders wichtig oder interessant finden. Zum Beispiel in Ihrem Beruf oder in Ihrem Alltag. Ah, da ist auch schon unser erster Anrufer. Hallo? Ja, guten Abend. Hier ist Ernst Lüttke. Guten Abend, Herr Lüttke. Was ist denn für Sie eine wichtige Veränderung? Also, meine Schulzeit ist schon sehr lange her. Ich war in den 50er Jahren in der Volksschule. Und das war in einer kleinen Stadt. Und die Klasse war sehr groß. Die Lehrer waren auch sehr streng. Könnten Sie uns ein Beispiel nennen? Also, wir mussten immer das machen, was die Lehrer gesagt haben. Disziplin war sehr wichtig. Wenn man etwas nicht gemacht hat, dann hat man eine Strafe bekommen. Deshalb hatten eigentlich alle Schüler Angst vor den Lehrern. Heute hört man eigentlich nur, dass es Probleme mit der Disziplin gibt. Die Schüler machen angeblich oft, was sie wollen und nicht, was der Lehrer oder die Lehrerin will. Ja, aber heute arbeiten die Lehrer ganz anders. Sie nutzen Medien, wie zum Beispiel Tablets oder Computer. Und die Kinder sollen viel selbstständig machen und in Gruppen arbeiten. Früher hat der Lehrer geredet und wir haben zugehört und geschrieben. Das war's. Danke, Herr Lüttke. Als nächstes ist Isabel Eickhoff am Apparat. Guten Abend, Frau Eickhoff. Hallo, also ich wollte etwas zur Arbeitswelt sagen. Wir haben eine Bäckerei und sind ein Familienbetrieb. Früher haben alle Bäckereien so wie wir gearbeitet, aber jetzt gibt es kaum noch Bäcker wie uns. Was meinen Sie damit genau? Also heutzutage gibt es fast nur noch Großbäckereien. Das sind eigentlich schon Brotfabriken. Alles ist automatisiert. Es gibt nur noch wenige Bäcker oder auch Arbeiter. Diese Großbäckereien können natürlich unter ganz anderen Bedingungen produzieren als wir in unserer Bäckerei. Wir machen noch vieles von Hand, wie schon vor 100 Jahren. Das ist sicher sehr viel Arbeit und auch anstrengend, oder? Ja und nein. Natürlich sind die Arbeitszeiten nicht ideal, aber Brot, Brötchen und Kuchen zu backen ist eine tolle Tätigkeit und sehr vielseitig. In den Großbäckereien arbeitet man in Schichten. Und die Leute dort betreuen nur wenige Arbeitsschritte. Das wäre mir zu monoton. Und was sagen die Kunden? Also, die Kunden schätzen unsere Qualität. Aber die Konkurrenz ist meist billiger. Und vieles schmeckt auch gut. Das ist oft nicht leicht. Aber wir wollen weiter so arbeiten. Vielen Dank, Frau Eickhoff, und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Bäckerei. Und unsere nächste Anruferin ist Emma Lawson. Hallo, welche Veränderung finden Sie interessant? Ja, hallo. Also, ich finde die Entwicklungen im Bereich der Medizin faszinierend. Ach, sind Sie im medizinischen Bereich tätig? Ja, ich bin Krankenpflegerin und außerdem sehe ich gern historische Serien. In der Serie Charité geht es um das berühmte Berliner Krankenhaus vor 150 Jahren. Und wenn ich das mit heute vergleiche, hat sich wahnsinnig viel verändert. Aber eine Sache hat sich zum Glück nicht verändert. Gute Ärzte und Pflegekräfte gab es schon immer. Stimmt. Aber können Sie uns da ein paar Beispiele für Veränderungen nennen? Also zum Glück können wir heutzutage zahlreiche Krankheiten problemlos heilen, die damals für viele tödlich waren. Das liegt an verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel an besserer Hygiene und Medikamenten wie Antibiotika. Und natürlich auch an den medizinischen Geräten, die es heute gibt. Die Diagnosen wurden dadurch viel genauer. Und zum Beispiel für Operationen sind Kameras heutzutage eine große Hilfe. Was gibt es denn für Unterschiede beim Personal, zum Beispiel für Pflegekräfte wie Sie? Also
es gab damals deutlich mehr Personal und viele weibliche Pflegekräfte, aber keine Ärztinnen. Wahrscheinlich hatten die Pflegekräfte deshalb nicht so viel Stress wie wir heute. Aber die Ausbildung ist heute besser und sicher auch schwieriger. Denn auch Pflegekräfte müssen viel wissen und die Geräte bedienen können. Danke, Frau Lawson. Wer ruft uns noch an und erzählt von Familie, Essen oder Mode, früher und heute? Jetzt gibt es aber erstmal ein bisschen Musik. Hallo und herzlich willkommen bei Talk um 7. Heute ist unser Thema Neue Liebe, neues Glück und ich habe 2 Gäste. Herrn Dr. Kammerer, Psychologe und Paartherapeut und Dr. Davide Romano. Er ist vor 2 Jahren für seine Liebe nach Leipzig gezogen und hat in Italien alles aufgegeben. Herr Romano, erzählen Sie doch kurz, wie es Ihnen in Deutschland so geht. Ja, zuerst mal hallo. Es geht mir im Moment sehr gut. Ich bin glücklich verheiratet und fühle mich wohl in Leipzig. War das von Anfang an so? Nein, der Anfang war eher schwer. Ich war in Italien schon als Arzt tätig und hatte viele Freunde. Hier in Leipzig musste ich nochmal neu anfangen und das ist nicht so leicht. Zum Glück habe ich 1 Jahr lang in Hamburg studiert, deshalb konnte ich ziemlich gut Deutsch. Können Sie denn in Leipzig als Arzt arbeiten? Also, das hat etwas gedauert. Eine feste Stelle habe ich erst nach einem Jahr bekommen. Herr Kammerer, wie sehen Sie das? Die Arbeit aufgeben für die große Liebe? Lohnt sich das? Das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich ist nach einem Umzug manches schwierig, das ist ja ganz normal. Man sollte vorher prüfen, wo und wie man am neuen Wohnort arbeiten kann. Meist ergeben sich Chancen, aber eine gute Stelle ist sehr wichtig. Warum ist das so wichtig? Damit man dann nicht finanziell vom Partner oder der Partnerin abhängig ist. Genau. Also, mir ist meine Unabhängigkeit und damit meine Arbeit sehr wichtig. Man braucht ja auch eine sinnvolle Beschäftigung. Wenn man keine Arbeit hat und nur zu Hause sitzt, dann ist bald die große Krise da und man streitet sich. Und wie sieht es mit Freunden und Familie aus? Verliert man auch Freundschaften? So würde ich das nicht sagen. Ich wohne jetzt weit weg von zu Hause, deshalb sehe ich meine Freunde selten. Wir haben aber noch viel Kontakt und besuchen uns auch. Ich fahre 2-3 Mal pro Jahr zu meinen Eltern und einige meiner Freunde besuchen mich regelmäßig in Deutschland. Eben, man kann auch befreundet bleiben, wenn man sich nicht oft sieht. Und man findet in der neuen Heimat ja auch neue Freunde. Genau. Es ist auch vieles interessanter, weil man an einem neuen Ort lebt. Der Alltag wird nicht langweilig und das gefällt mir gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Romano, was ist Ihnen denn schwer gefallen? Also, das war die Zeit nach einigen Monaten, als die erste Begeisterung vorbei war. Das war schon schwierig. Da habe ich meine Heimat vermisst und mich nicht so gut gefühlt. Das ist auch sehr typisch. Bei den meisten tritt dieses Gefühl auf. Aber das Gute daran ist, dass es auch wieder weggeht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich sprechen wir weiter mit unseren beiden Gästen. Was denken Sie? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichten. Gut gesagt. Zuneigung ausdrücken. Das ist so lieb, dass du das für mich gemacht hast. Aber klar, ich hab dich einfach gern. Ich mag dich doch auch. Ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Eins. Die Arbeitszeit.
2, Die Unterrichtsform. 3, Der Zeitungsbericht. 4, Das Schutzprojekt. 5, Die Selbstständigkeit. 6, Das Nahrungsmittel. 7, Der Lebenslauf. 8, Die Entscheidung. 'Noch ein Glas Wasser?' Nein, danke. Alles bestens. Was hast du denn da liegen? Das ist der Schlüssel von meinem ersten Auto. Was? Den hast du noch? Ja, der ist mir gestern beim Aufräumen wieder in die Hände gekommen. Den werfe ich auch nicht weg. Ich war damals Ende 20. Tobias war schon in der Schule und am Nachmittag im Hort. Ich habe da wieder voll gearbeitet. Das Auto habe ich nicht nur für die Arbeit gebraucht, auch privat war es praktisch. Wir konnten am Wochenende wegfahren oder auch in den Urlaub. Alles war ein bisschen einfacher. Oft war ich da auch das private Taxi für Tobias. Kindergeburtstage, Musikschule, Sport und. Du, ich mache uns schnell einen Kaffee. Ja, danke. Ich nehme gern noch einen. Der ist wirklich sehr gut. Oh, so eine Espressokanne hatte ich auch mal. Ich mag den Kaffee so einfach am liebsten. Seit meinem ersten Urlaub in Italien. Wir waren auf einem Campingplatz und unsere Zeltnachbarn haben uns zu einem Kaffee eingeladen. Da habe ich so einen guten Kaffee bekommen. Ich konnte es kaum glauben. Und das beim Camping. Natürlich habe ich auch gleich so eine Espressokanne gekauft. Ob das gut für mich war, weiß ich nicht. Warum? Na ja, ich habe seitdem immer öfter Kaffee getrunken. Und mein Geschmack hat sich verändert. Ein richtiger Kaffee muss stark sein und schwarz. Mein Arzt sieht das ein bisschen anders. Was ich dich noch fragen wollte. Das E-Bike vor der Haustür, ist das von dir? Ja, und ich finde es ziemlich genial. In der Stadt fahre ich nur noch wenig Auto. Mit dem E-Bike bin ich fast genauso schnell. Ich muss keinen Parkplatz suchen, stecke nicht so oft im Stau und für die Umwelt ist es auch besser. Das kommt noch dazu. Was machst du, wenn es regnet? Oder im Winter? Es regnet ja nicht immer und der Winter ist auch nicht so lang. Ich habe mir auch gute Kleidung zum Radfahren gekauft. Ich bin jetzt viel mehr draußen und habe mehr Bewegung, fast jeden Tag. Am Wochenende mache ich auch mal Ausflüge mit Hanne. Die kennst du doch, oder? Die ist genauso glücklich mit dem E-Bike wie ich. Das klingt ja gut. Das muss ich mir auch mal überlegen, ob ich mir